Sie gilt als die erfolgreichste Luxuslimousine weltweit. Ein Synonym für Komfort und Opulenz. Und setzt Maßstäbe in Sachen Technologie und Sicherheit. Die Mercedes S-Klasse. Doch warum ist das so? Was macht dieses Fahrzeug so besonders und unterscheidet es von allen anderen? Seit über 50 Jahren und mittlerweile 7 Generationen ist die Mercedes S-Klasse der Inbegriff der Luxuslimousine. Und wir wollen heute die Faszination, aber auch Emotionen dieses besonderen Autos ergründen. Wir haben nämlich die einzigartige Gelegenheit, heute historische Modelle fahren zu dürfen. Ich persönlich bin riesen Oldtimer-Fan, hatte bisher aber eher mit amerikanischen Fabrikaten zu tun und freue mich deshalb ganz besonders, heute mal eine klassische S-Klasse fahren zu dürfen. Bei der Gelegenheit nehmen wir euch mit auf eine kleine Zeitreise der Geschichte der S-Klasse und am Ende verrate ich auch meinen persönlichen Favoriten, also kommt mit. Wir nehmen Platz in der allerersten S-Klasse. Man spürt das ganze Auto, die Vibrationen, das ist einfach nur geil. Plaudern mit Experten aus dem Nähkästchen, bewegen aber auch andere Modellmeilensteine bis hin zur aktuellen Version. Außerdem verraten wir den einen oder anderen Insider-Fact, der nicht allgemein bekannt ist. Unser Trip beginnt an der Motor World in Böblingen. Hier wartet zunächst die derzeitige Generation auf uns. Limousinen in der Langversion mit dem Modellcode V223. Ich bin das aktuelle Modell bisher auch noch nicht gefahren und bin sehr gespannt, wie sich das gleich anfühlt. Fahrverhalten, Features, ob das reines, opulentes Gleiten ist oder ob man vielleicht auch ein bisschen sportlich fahren kann. Los geht's! Wir nehmen Platz im S580e Plug-in-Hybrid mit 510 PS Systemleistung. Zusammen mit anderen Journalisten geht es nach Süden, Richtung Immendingen. Man fühlt sich hier schon wie in so einem luxuriösen Raumgleiter irgendwie. Es ist schon Wahnsinn. Die Sitze, das sind wie so luxuriöse Wohnzimmersessel. Man kann sich hier auch noch Massage einstellen in jeglichen Varianten, was auch immer man will. Wellenmassage, Tiefenwellen, Tiefenworkout, Hot Relax, was auch immer. Also ist schon krass. Das Design ist natürlich auch mega. Also hier diese Steppung und diese Ambientebeleuchtung, die man sich hier auch in jeglichen Farbvarianten einstellen kann. Also ja, ich glaube, man braucht jetzt in der S-Klasse nicht irgendwie groß von Luxus was erzählen. Das ist einfach offensichtlich. Das derzeitige Modell ist die aktuelle Speerspitze der Entwicklung. Nicht nur beim Luxus, sondern auch was Technik und Sicherheit angeht. Zum Beispiel wurde in dieser Generation erstmals eine Allradlenkung verbaut. Das heißt, die Hinterachse lenkt bis zu 10 Grad mit und verringert so den Wendekreis um bis zu 2 Meter. Hey Mercedes! Das Infotainment-System MBUX wurde um KI-Funktionen wie Sprachassistent mit Dialogfähigkeit erweitert. Und auch in Sachen autonomes Fahren sichert sich der Hersteller eine Vorreiterstellung. Der Drive Pilot ist das weltweit erste nach Level 3 zertifizierte System, das auf Autobahnen hochautomatisiertes Fahren bis 95 km/h ermöglicht. Das heißt, der Fahrer kann sich unter bestimmten Voraussetzungen komplett vom Verkehr abwenden und anderen Dingen widmen. Die S-Klasse ist das Herzstück von Mercedes-Benz. Setzt seit Anbeginn Maßstäbe für Technologie, für Komfort, aber vor allem auch für Design. Und als solches verkörpert es eigentlich die DNA von Mercedes wie kein anderes Auto. Da bündeln wir dann auch all unser Know-how, unsere Innovationskraft und unseren Anspruch, nicht weniger als die Zukunft der Automobilindustrie ein Stück weit aktiv zu gestalten. Und das macht das Auto zu einer technologischen, aber auch vor allem emotionalen Leitfigur für unsere Marke. Mit Christoph Kühner sprechen wir gleich noch ausführlich zu Ursprung und Entwicklung der Modelle.
Vor allem wollen wir aber diese Emotionalität selbst hinterm Steuer erleben. Das ist auch so total ruhig. Also man hat hier nur so kaum ein bisschen Windgeräusch, Abrollgeräusch. Klar, wir sind jetzt im Moment noch im elektrischen Modus unterwegs. Wir haben ja hier bis zu 100 Kilometer oder ja, rund 100 Kilometer rein elektrische Reichweite im Plug-in-Hybrid. Und sind hier im Moment noch rein elektrisch unterwegs. Wir können ja mal in einen anderen Fahrmodus wechseln. So, wir gehen mal in den Hybrid-Modus. Da fährt er natürlich auch noch überwiegend elektrisch, solange noch was in der Batterie drin ist. Aber ja, das ist ein perfektes Langstreckenauto. Da kannst du München-Hamburg, gib ihm, kein Problem. Mega entspannt, komfortabel. Ob der S580e auch eine sportliche Seite hat, dazu kommen wir gleich noch. Zunächst erreichen wir gegen Mittag das Testzentrum in Immendingen. Auf dem 520 Hektar großen Gelände werden Technologien und Fahrzeuge von morgen geprüft und entwickelt. Und hier steht die geballte Historie der S-Klasse. Vom 450 SEL 6,9 V116, Baujahr 1977, über den riesigen 500 SEL W140 von 1993 bis zum S560 V222 von 2020. 50 Jahre Entwicklung versammelt auf einem Fleck. Die Vs stehen übrigens für die Langversionen. Diese ganzen Modelle versammelt auf einem Fleck zusammenzusehen, das ist unbeschreiblich. Und wir dürfen sie nicht nur anschauen, sondern gleich auch selber fahren. Ich freue mich. Christoph Kühner verrät uns, was die Baureihen verbindet. Es sind eigentlich 3 Dinge, die in der S-Klasse immer zusammenkommen. Das eine ist das Thema Technologie, Spitzentechnologie. Das Thema Sicherheit steht immer ganz vorne. Und dann das Thema überragender Komfort, gepaart mit einem eleganten, aber auch zeitlosen Design. Und das verkörpert eigentlich jede Generation der S-Klasse seit Anbeginn und findet sich in jedem Auto wieder. Dann beginnt unsere Zeitreise. Wir starten in der ersten, offiziell als S-Klasse bezeichneten Baureihe W116. Und zwar im absoluten Spitzenmodell, dem 450 SEL 6,9. Ein Oldtimer zu fahren, das ist ein ganz, ganz besonderes Fahrerlebnis. Das kann man nicht mit modernen Autos vergleichen. Das spricht wirklich alle Sinne an. Ja? Man spürt die Vibrationen vom Motor, man riecht das Benzin, man hört den Sound. Das ist ein ganz, ganz pures Erlebnis und ist total emotional und ich freue mich sehr drauf. Das Fahrzeug wurde damals von vielen Medien als nicht weniger als das beste Auto der Welt bezeichnet. Nur 7.380 Stück wurden gebaut. So ein Auto aus den 70ern zu fahren, das ist natürlich unbeschreiblich. Ja. Das ist so ein emotionales Erlebnis, das kann man kaum in Worte fassen. Das ist so geil. In vielen Oldtimern hat man ja keine Helfer, also keine Servo, kein Bremskraftverstärker, nichts. Hier haben wir natürlich alles dabei. Serienmäßig Servo, Bremskraftverstärker ist auch an Bord. Und eine Weltneuheit damals, ein ABS-System. Ja, die S-Klasse war 1978 das erste Auto, wo es als Sonderausstattung serienmäßig angeboten wurde. Das war eine Sensation. Das ABS kostete damals 2.200 Mark Aufpreis und kurze Zeit später gab es es dann auch im 7er BMW. Das ABS-System, das markierte auch damals den Einzug von Digitaltechnik ins Auto und zeigt einmal mehr die Innovationskraft der S-Klasse. Angetrieben wird er von einem exakt 6,834 Liter großen V8 mit 286 PS. Als Höchstgeschwindigkeit sind 225 km/h angegeben. In vielen Tests erreichte er aber sogar fast 240. Der Preis lag damals bei fast 70.000 D-Mark. Umgerechnet wären das heute etwa 112.000 €. Das Einstiegsmodell der Baureihe 116 kostete übrigens knapp 29.000 D-Mark.
weniger als halb so viel. Der Verbrauch wird mit 16 Litern auf 100 Kilometer angegeben. In der Praxis sind das dann eher um die 20 aufwärts. Doch das Fahrerlebnis ist einmalig. Besonders für Motorjournalistin Kati, die selbst mal einen Oldtimer aus den 70ern hatte. Da werden Erinnerungen wach. Allein diese analogen Instrumente, das Lenkrad, das kommt hier aus dem Grinsen gar nicht raus. Ah, ist das geil. Wir haben hier eine Dreigang-Automatik verbaut mit einem modernen Drehmomentwandler. Das heißt, die Schaltvorgänge sind sehr weich. Das war früher immer alles rückelig. Das ist hier nicht so. Es ist auch eine technisch aufwendige Hydropneumatik mit Niveauregulierung verbaut. Das heißt, die Karosserie bleibt immer in Horizontallage, was eben zu einem sehr komfortablen Fahrgefühl führt. Und die Karosserie konnte sogar um 4 cm angehoben werden über einen Schalter. Optisch ist das Topmodell nur anhand der Heckaufschrift, der kleinen Frontspoilerlippe und etwas größeren Auspuffendrohren von den schwächeren 116er Modellen zu unterscheiden. In dieser Baureihe sind die Scheinwerfer erstmals horizontal und nicht wie vorher vertikal ausgelegt. Dieses Stilmerkmal findet sich bis heute in allen Mercedes-Modellen wieder. Das Design ist unvergleichlich mit dem kräftigen stehenden Grill, dann die breiten rechteckigen Scheinwerfer, die Rückleuchten mit der Riffeloptik und auch die Anordnung der Farbsegmente in den Rückleuchten waren einfach unverkennbar in dem Straßenbild und ist bis heute, glaube ich, ein sehr unausweichliches und trotzdem unaufdringliches Design. Und ich persönlich finde auch, das waren die letzten Stoßstangen, die man hatte. Danach gab es dann Stoßfänger, das war auch ein technologischer Sprung. Die letzten Stoßstangen, verchromte Doppelstoßstangen und auch das Raddesign mit den Felgen für die damalige Zeit in dieser 3D-Optik unvergleichlich. Im Innenraum finden sich gepolsterte Oberflächen sowie versenkbare Bedienelemente für größtmöglichen Insassenschutz. Das Topmodell wurde natürlich mit jeglichen Annehmlichkeiten versehen. Die Ausstattung war natürlich auch top. Ja, es gab zum Beispiel serienmäßig Zentralverriegelung, Klimaanlage, elektrische Fensterheber und eine Scheinwerferreinigungsanlage und Automatik-Sicherheitsgurte vorne und hinten. Also Top-Niveau. Als Sonderausstattung gab es auch ein elektrisches Schiebedach für rund 1000 Mark und ein hochexklusives Autotelefon für 13.500 Mark. Wir steigen um in den Nachfolger, den 560 SEL W126. Baujahr 1991. Mit 5,6 Liter großem V8 und 279 PS. In dieser Baureihe hielt 1981 erstmals der Fahrer-Airbag, damals als Luftsack bezeichnet, Einzug, eine Premiere im Serienautobau. Aufpreis damals rund 1500 D-Mark. Der Airbag für den Beifahrer folgte 1988, ebenso wie die Antriebsschlupfregelung ASR. Aufgrund der Ölkrise wurde viel Wert auf Effizienz gelegt. Gewichtsreduktion durch Einsatz von leichten Materialien, verbesserter CW-Wert und Einsatz von Katalysatoren ab 1986. Die neue Optik löste zunächst einen Aufschrei unter Mercedes-Traditionalisten aus. Statt Opulenz und Chrom gab es nun Kunststoffstoßstangen und aerodynamisch optimierte Formen. Damals als schmucklos bezeichnet, gilt das von Bruno Sacco geschaffene Modell heute als Design-Ikone und verkauft sich wie kein anderes. Tatsächlich über 4 Millionen Fahrzeuge von den 7 Generationen S-Klassen, die verkauft wurden. Die erfolgreichste war die Baureihe 126 mit über 800.000 Stück, die verkauft wurden und ist bis heute der Rekordhalter in der S-Klasse-Familie. Auch wenn der Begriff S-Klasse offiziell erst ab der Baureihe 116 verwendet wird, gab es vorher schon Mercedes-Modelle mit dem S im Namen, der den Sonderklasse-Status visualisiert. Die Vorgänger W108, 109 werden oft auch als Geburtsstunde der S-Klasse bezeichnet. Was aber nur wenige wissen: Die Wurzeln der Oberklasse-Limousine reichen über 100 Jahre
bis ins Jahr 1903 zurück. Der 60 PS Simplex, den hat Emil Jelinek, der ja viel auch mit seinem Anspruch und seiner Realisierung von Autos für die Automobilindustrie und auch für unser Unternehmen getan hat, der hat auf dieses Auto, auf dieses Chassis eine luxuriöse Reisekabine gebaut. Übrigens nicht nur für die Passagiere, sondern auch für den Fahrer. Es war das erste Mal, dass der Fahrer dann auch nicht auf dem Kutschbock Wind und Wetter ausgesetzt war, sondern eben mit in dieser Kabine saß. Und mit dieser großen, luxuriösen Kabine ist natürlich auch der Anspruch entstanden, dass die Technologie drunter, Fahrwerke, Lenkung, Antrieb, sich weiterentwickeln. Und so ist mit dem luxuriösen Reiseanspruch, mit dem Komfortanspruch eigentlich die Klasse, die Geburtsstunde der S-Klasse dann durchaus auch dazu verwurzelt. Der nächste in der Reihe, der 500 SEL W140 aus dem Jahr 1993. Das ist jetzt so ein bisschen wie meine Kindheit, so 90er Jahre. Ja. Voll geil. Unter der Haube des Dickschiffs ein knapp 5 Liter großer V8 mit 326 PS und 480 Newtonmeter Drehmoment. Eines der leistungsstärksten Autos seiner Zeit. Die Knöpfe hier sind auch voll geil, irgendwie. Knopflandschaft, ja, Wahnsinn. So diese Radios kenne ich auch noch so, wie die ausgeschaut haben. Unfassbar. Zu den technischen Highlights dieser Baureihe zählen zum Beispiel das Stabilitätsprogramm ESP, das ab 1995 zum Einsatz kam, oder die Vernetzung der Steuergeräte über ein CAN-Bus, was eine neue Dimension der Regelung ermöglichte. Erstmals kam auch ein 12-Zylinder in Serie als Antwort auf den kurz zuvor erschienenen BMW 750i E32. Doch das Modell muss auch viel Spott einstecken, vor allem wegen seiner Ausmaße. Bis zu 5,21 Meter Länge wurde es oft als klobig und grobschlächtig betitelt. Es gab sogar ausfahrbare Peilstäbe als Einparkhilfe. Mit 2,16 Meter mit Außenspiegeln war es auch zu breit für den Autozug nach Sylt. Angeklappt ging es dann. Dennoch wurden über 430.000 Stück produziert. Danach nehmen wir Platz im S350 4MATIC W220. In der Baureihe, die 1998 erscheint, stecken über 30 Neuentwicklungen wie Zylinderabschaltung oder die innovative Luftfederung AirMatic. Sie passt die Dämpfer automatisch an Fahrbahnzustand, Beladung und Fahrweise an. Oder auch ein Pre-Safe-System. Es schützt die Insassen, indem es bereits vor einem Unfall zum Beispiel die Gurte strafft oder das Schiebedach schließt. Optisch wird es auch wieder eleganter und schlanker. Ja, auch da ist es so, dass in den verschiedenen Bereichen Sicherheit, Komfort und Antriebstechnologie jede Generation so ihre Spuren gesetzt hat. Bis hin dann auch zur Hochvolttechnologie in der Baureihe 221, wo wir den Einstieg in die Hybridtechnologie und auch in Elektromobilität gefunden haben. Und das finden wir auch heute in den Antriebstechnologien wieder. Und genau in der Baureihe W221, die 2005 auf den Markt kommt, sind wir jetzt unterwegs. Nicht im Hybrid, aber im S500 CGI 4MATIC mit 4,7 Liter V8 und 435 PS. Man hat so das Gefühl, es wird immer opulenter, immer luxuriöser. Der unterstützt mich hier mit diesen Sitzwangen und bläst die so ein bisschen auf wegen Seitenhalt. Wahnsinn. Es ist die Zeit der innovativen Assistenzsysteme. Und so halten Totwinkel, Spurhalte, Geschwindigkeitslimit oder der aktive Nachtsichtassistent mit Infrarottechnik Einzug. Den Abschluss unserer Zeitreise bildet der S560 der 6. Generation W222. Baujahr 2020. Wow, hier geht's ab, Alter. Okay. Ja, warte. Unfassbar.
Alter! Okay, geil. Das bisher mit Abstand das sportlichste Modell gefühlt. Kein Wunder. Unter der Haube steckt ein 4 Liter V8 Biturbo mit 469 PS und 700 Newtonmeter Drehmoment. 0 auf 100 nur 4,6 Sekunden. Ah, geil. Die Lenkung mega. Der geht ab. Unfassbar. Den willst du richtig treten die ganze Zeit. Und aufpassen hier mit den Geschwindigkeitsbegrenzungen. Diese Generation markiert den Weg in die digitale Zukunft. Sie kann dank Lenkassistent und Stop-and-Go-Pilot teilautonom fahren. Zum Beispiel im Stau. Bodenwellen können erstmals im Voraus erkannt und vom Fahrwerk kompensiert werden. Und es war weltweit das erste Auto ohne Glühlampen. Komplett nur mit LED-Technik. Trotz allerlei Technik und Luxus kommt der Fahrspaß aber anscheinend nicht zu kurz. Wir wechseln jetzt nochmal in den Sportmodus. Geile Sache. Ja, unfassbar. Die anderen, das war so Luxus-Sänfte. Hier denkst du so, gib ihm. Nach der geballten historischen Kraft von 7 S-Klasse-Generationen, wie ist unser Eindruck? Diese ganzen Baureihen so hintereinander fahren zu können, das war Wahnsinn. Also es war so ein besonderes Erlebnis, fahrerisch spüren zu können, diese Entwicklungsschritte, wie es so von einem Modell zum anderen immer weitergegangen ist und sich verbessert hat. Das war einfach unglaublich. Also bis zur Vorgängerbaureihe 222, die natürlich gefühlt sich am sportlichsten jetzt hat fahren lassen, das war wirklich was ganz Besonderes. Am Ende kehren wir wieder zurück zum aktuellen Modell, dem Hybrid S580e, der auch nochmal im Sportmodus seine Dynamik unter Beweis stellt. Okay, ja, ist schon geil. Also für ein 2,5 Tonnen Schiff, da geht schon ordentlich was, brauchen wir nicht drüber reden. Ja, 510 PS, keine Frage. Also ich finde es cool im Sport, man kann tatsächlich auch hier super dynamisch durch die Kurven gehen. Da kommt natürlich der Motor, man hat ein bisschen Motorsound, was ich persönlich geil finde. Es gibt mir mehr Emotionen und da wird dieser Raumgleiter zu einem Sportgleiter. Ich konnte es mir natürlich nicht nehmen lassen, auch die Rückbank hier mal auszutesten, weil logischerweise ist hier im Fond natürlich auch Luxus pur. Unser Kameramann Volker hat mal kurz das Steuer übernommen. Wir haben hier zum Beispiel so ein Tablet für die Fondpassagiere. Das kann ich hier rausnehmen und auch jegliche Funktionen von hinten aus steuern. Also wenn mir jetzt hier die Beleuchtung nicht gefällt, die der Fahrer da eingestellt hat, dann mache ich die halt einfach anders. Und wenn ich es ganz wild treiben will, dann kann ich mich hier auch noch so hinlümmeln. Und zwar kann ich von hinten den Vordersitz einfach nach vorne fahren. Und dann richte ich mir hier eine schöne Liegeposition ein. So, und dann kann ich es mir hier schön bequem machen und kann chillen. Ob selbst fahren oder gemütlich kutschieren lassen, die Mercedes S-Klasse liefert ab. Doch welches Modell hat unsere Testerin nun am meisten beeindruckt? Das war auf jeden Fall ein sehr, sehr besonderer Tag heute, ja, diese ganze Historie der S-Klasse hautnah erleben zu dürfen und die klassischen Autos fahren zu können. Das war auf jeden Fall sehr toll und wird mir lange in Erinnerung bleiben. Ja, man merkt einfach an der ganzen Entwicklung und den Meilensteinen, warum dieses Fahrzeug berechtigterweise als die beste Luxuslimousine der Welt gilt. Und wir haben hier noch nicht mal alles aufgeführt, man könnte noch stundenlang weiter philosophieren. Leider ist der Tag schon wieder rum und wir müssen uns gleich von den S-Klassen verabschieden. Bleibt noch die Frage meines persönlichen Favoriten und ich muss sagen, als Oldtimer-Fan klar, der 116 wäre jetzt mein persönliches Highlight, aber eigentlich hat jede Baureihe ihre eigene Faszination und man könnte es so ein bisschen vielleicht vergleichen wie bei Eltern, die bei ihren Kindern ja auch keinen Favoriten haben.